Ich zeige dir, wie du saftige Rindertacos mit frischer Salsa und allem drum und dran ganz easy zu Hause hinkriegst. Für diese Tacos kannst du entweder Buchstück oder Nacken vom Rind nehmen. Beides bringt richtig Geschmack. Ich habe hier ungefähr 1 Kilo vom Buchstück am Start. Das Fleisch wird in dünne kleine Scheiben geschnitten. Wir machen das im Pfannen-Setup, also keine Riesenteile. In Mexiko ist das ein echter Klassiker für Street-Tacos. Schön saftig mit der perfekten Mischung aus Zartheit und Biss. Super vielseitig und immer ein Volltreffer. Übrigens, man kennt sie dort unter dem Namen Tacos de Bistec. Für die Würze halte ich es heute ganz simpel. Salz, Pfeffer und getrockneter Knoblauch nach Geschmack. Beidseitig anmassieren und kurz ruhen lassen. Das reicht völlig aus. Während das Fleisch einzieht, bereiten wir die Salsa vor. Dafür nimmst du 400 Gramm Tomatillos und grüne Chilis nach Geschmack, kochst sie kurz, bis die Tomatillos und Chilis weich sind, also etwa 7 bis 8 Minuten, und mixt das Ganze dann mit Salz, etwas frischem Koriander und einer Knoblauchzehe. Wer es noch frischer will, gibt am Ende einen Spritzer Limette dazu. Sobald das erledigt ist, geht's zurück zum Fleisch. In einer großen Pfanne kommt etwas Schweineschmalz oder Öl zum Einsatz. Aber mit Schmalz bekommst du den originalen Geschmack. Dann die Fleischstücke scharf anbraten, bis sich eine schöne Kruste bildet. Dabei löst sich der Fleischsaft am Pfannenboden und das gibt nochmal extra Aroma. Wenn das Fleisch schön von beiden Seiten angebraten ist, kurz rausnehmen und ruhen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Zwiebeln. 2 große in Streifen geschnitten kommen ins restliche Fett und werden langsam karamellisiert. Diese goldbraune Farbe und die süße Note bringen richtig Tiefe in den Taco. Wer mag, löscht das Ganze mit einem Schuss Apfelessig ab. Das sorgt für eine leichte Säure und einen schönen Ausgleich zum Fleisch. Wenn das Fleisch ein wenig abgekühlt ist, wird es fein gehackt. Nicht zu grob oder nicht zu fein, einfach so, dass es gut in die Tortilla passt und sich locker essen lässt. Dann kommt es zurück in die Pfanne, wo es bei niedriger Hitze warm gehalten wird. Denn klar, niemand steht auf kaltes Fleisch im Taco. Kommen wir zu den Tortillas. Wenn du es ordentlich fleischig magst, brauchst du 2 Stück pro Taco. In Mexiko nennt man das Doble Tortilla. Unten das Original, oben die Kopie. So bleibt alles stabil, auch wenn es richtig saftig wird. Genau wie in jeder echten Taqueria. Die Tortillas werden kurz in der Pfanne ohne Öl erwärmt. Dann wird angerichtet. Eine Portion Fleisch auf die Tortilla, ein bisschen fein gehackte frische Zwiebeln drüber, dazu gehackter Koriander und die karamellisierten Zwiebeln aus der Pfanne. Und natürlich reichlich von unserer leckeren grünen Salsa. Anschließend noch ein Spritzer Limette. Ich sag's dir, mir läuft beim Reden schon das Wasser im Mund zusammen. Und wenn du willst, packst du noch ein bisschen Avocado drauf oder was auch immer dir taugt. Dein Taco, deine Regeln. Und falls du es noch toppen willst, schau dir mein Video zu den Tacos al Pastor an. Da gibt's eine grüne Salsa mit Avocado, die hebt das Ganze nochmal aufs nächste Level.